Hey, willkommen zu enchurchalive, zu unserem Online-Gottesdienst. Super Entscheidung, dass du Zeit genommen hast, diesen Gottesdienst mit uns zu feiern. Und wir glauben, dass es dir wirklich stärken wird und einen Segen wird. Als erstes machen wir eine Worship-Zeit, wo wir miteinander Gott im Mittelpunkt stellen von diesem Gottesdienst. Ihm danken, ihn ehren für das, was er tut. Und für das könntet ihr vielleicht aufstehen, euch ein Gerät, das ihr dran schaut, Leute stellen, damit ihr so richtig reinkommt. Aber zuerst wollen wir noch miteinander beten. Jawohl, und ich möchte beten, dass Gott dich berührt, einfach wo du bist. Durch diesen ganzen Online-Gottesdienst, dass du ermutigt wirst, aufgebaut wirst in dein Glauben. Und so Gott, wir danken dir für deine Verheißung, dass du mit uns bist, dass du unter uns bist, dass du da bist, wo wir sind. Und Gott, ich bete für diesen Gottesdienst, dass es uns frisch berührt, dass du zu uns sprichst persönlich, dass es uns stärkt und erfrischt im Namen von Jesus. Amen. Amen. Und Amen. Guten Morgen, Church. Lasst euch zusammen Gott erwähnen, okay? Be your life. You have come, we have found life everlasting. Now our life to know your freedom, never ending. You alone have made a way for us. In your love, you are life. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I sing it like I'm walking on water. You are life, alive in me. Greater skies, living color. You have called us in your light. You light uncover the world to see now. You alone have made a way for us. In your love, you are life. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are life, alive in me. I give my life to follow, 'cause your love is all I want now. You are life. You are life, alive in me. You're on the world to find your love. You're on the world to see that you are God, forever be lifted high. The one who holds the universe and every beating heart across the earth. Jesus be lifted high. You are life, I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are life, alive in me. I give my life to follow, 'cause your love is all I want now. You are life. You are life, alive in vi såg har krusheter Wie wertvoll ist der Jesu Blut. Schönheit vom Himmel und Kühl von mir scheint. Sein will vor der Liebe
schmerzbar ist gsi. Wie groß ist dein Freude über den Sieg? Wie wertvoll ist der Misselden Sieg? So wunderbar, so voller Ruhe, dir wunderbar, dass sie uns braucht, meine Kälte war, meine Schuld bezahlt, nur selber geschenkt, Gnade und Bis zu den Himmel dich grabise. Wie groß ist der Hoffnung der Idee? Leidenschaft obwohl sehr riesig. Jesus hat von Tod und Grab durchbrennt. Freiheit ist Leben wert, ist gsi. Wo ich mich schon, wo ich mich schon. Liebe als alte vermisst, so wunderbar, so voller Ruhe, dir wunderbar, dass sie uns braucht, meine Kälte war, meine Schuld bezahlt, nur selber geschah, und Gnade und Gnade. Geh auf das Kreuz in Freiheit, geh auf das Grab in Jesus, und für immer sing ich dir das Lob, in der Wunder von dir. Geh auf das Kreuz in Freiheit, geh auf das Grab in Jesus, und für immer sing ich dir das Lob, in der Wunder von dir. Geh auf das Kreuz in Freiheit, geh auf das Grab in Jesus, und für immer sing ich dir das Lob, in der Wunder von dir. Geh auf das Kreuz in Freiheit, geh auf das Grab in Jesus, und für immer sing ich dir das Lob, in der Wunder von dir. Meine Seele singt dir das Lob, in der Wunder von dir. Meine Seele singt dir das Lob, so wunderbar, so voller Ruhe, der wunderbar, dass sie uns braucht, meine Kälte weg, meine Schuld bezahlt, nur selber geschah, und Gnade und Gnade. So eine gute Zeit von Worship. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, entweder online oder physisch, beten wir für verschiedene Anliegen. Einfach weil es so viele Leute gibt,
die ein Teil sind von unserer Church oder von unserem Umfeld, die durch Schwierigkeiten gehen. Und es ist so kraftvoll, wenn wir für sie beten und sie unterstützen. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen von Matthäus 11, Vers 28. Und Jesus sagt hier zu uns und zu diesen Leuten, die belastet sind: Komm her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und so diese Last kann auch Krankheit, es kann, dass wir beschäftigt sind, es kann sein, dass wir Angst haben, dass wir ein Bedürfnis haben. Und so, ich möchte, dass wir eine kurze Zeit nehmen, wo wir beten für verschiedene Anliegen. Es gibt eine Schwage, die zu viel Gewicht abgenommen hat. Es gibt vielleicht eine Situation mit Krebs dort. Jemand braucht ein neues Haus, jemand anderes braucht einen Job, jemand anderes braucht Weisheit für die Entscheidung, in welche Richtung sie studieren sollte. Und vielleicht hast du etwas oder vielleicht kommt jemand jetzt im Sinn, wo wir gemeinsam beten können davor. Unser Gebet ist kraftvoll. So lass uns jetzt diesen Moment nehmen und glauben, dass Gott diese Situationen berührt und Heilung und Durchbruch schenkt. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen können mit unserer Last, mit die Dinge, die uns beschäftigen, die Situationen, wo wir überfordert sind. Und Gott, wir bringen diese verschiedenen Anliegen, diese Bedürfnisse für Heilung, Leute, die ein Tal sind oder Leute, die wir kennen, die leiden mit Krebs, Gott, diese Schwager, Vater, diese Person, die ein neues Haus braucht, Person, die Weisheit braucht. Herr, im Namen von Jesus, Vater, wir beten für deinen Durchbruch, wir beten für deine Versorgung, wir beten für Heilung in die Name, die über alle anderen Namen steht. Amen und Amen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo wir unsere Zehnten Opfer zusammenbringen. Und ich gebe es weiter an Caroline, eine von unserem Team von Zürich. Ich sitze da mit meinem Lieblingsplatz. Es ist mein Nähatelier und ich liebe es da, Zeit zu verbringen, Sachen zu nähen. Und es entstehen auch immer wieder Geschenke für andere Leute. Jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen und wir können sie dazu brauchen, um Gottes Reich zu bauen. Und genauso wie wir Gaben und Talente bekommen haben, haben wir auch Finanzen bekommen. Wir können sie investieren, dass die gute Nachricht von Gottes Plan für uns Menschen nach außen getragen wird. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Bibelstellen, wo wir lesen können, wie die Gemeinden Geld gesammelt haben und es dann investiert haben, dass andere Leute wieder von dieser frohen Botschaft hören können. Heute ist es noch genau gleich. Du kannst deine Finanzen investieren, damit Gottes Reich gebaut wird. Mit deinem Geben machst du es möglich, dass andere Menschen Gott erleben können. Und ich möchte dich heute Morgen einladen dazu, eine Spende zu machen und Kirche zu bauen. Gemeinsam mit vielen, vielen anderen. Du kannst das per Twint machen, du kannst das per E-Banking, an Kreditkarte machen. Alle Angaben, wie das funktionieren tut, findest du auf unserer Webseite. Merci vielmals für deine Grosszügigkeit. Merci für dein Geben. Danke, Caroline. So wichtig, dass wir unser Leben bauen auf Prinzipien, nicht einfach Gefühle. Und jetzt kommen wir zu der Message, der Predigt. Und heute haben wir die Vorrecht, dass unser Location Pastor Werner von enchurchalive Zürich Wollishofen diese Predigt bringen wird. So genieße es. Hey, willkommen zum 4. Teil der Serie «Das Alte Normal». So schön, dass du heute dabei bist. Und wenn du heute zum ersten Mal den Online-Gottesdienst schaust, dann kontaktiere uns doch via Webseite. Wir würden sehr gerne mit dir in Kontakt treten und dir etwas Cooles zuschicken. Der Titel dieser Message heute ist «Mein Leben, meine Verantwortung». Und ich möchte heute mit einer kurzen Geschichte anfangen. Vor ein paar Jahren hatte ich mega starke Rückenschmerzen, und zwar immer wieder. Und ich bin dann immer wieder in die Massage gegangen. Ich glaube 2, 3 oder 4 Mal in diesem Jahr bin ich. Und es hat immer für ein paar Wochen geholfen. Und nachher bin ich noch ein letztes Mal in die Massage gegangen. Und das war das letzte Mal, weil die Physiotherapeutin etwas gesagt hat, das wirklich krass war für mich. Und wenn du schaust, ganz ein lieber Gruß, du hast mir wirklich geholfen. Was sie gesagt hat, war, hey, ich glaube, du musst nicht mehr zu mir kommen. Ich glaube, das bringt nichts. Ich kann dich gerne massieren, ich kann gerne einkassieren, aber wenn du etwas möchtest verändern, das heisst, wenn du möchtest eine Verbesserung sehen in deinem Rücken, dann musst du selber etwas machen. In anderen Worten, was sie gesagt hat, ist, hey, übernimm
selber Verantwortung für dieses Problem. Und es hat sich so angefühlt, als ob der Heilige Geist zu mir geredet hat in dem Moment, weil es ist genauso auch in unserem Glaubensleben. Das Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das wir die letzten paar Wochen gehört haben: Errettung ist gratis, die Nachfolge kostet uns das Leben. Wer zahlt den Preis von deiner Nachfolge? Jesus hat den Preis gezahlt für deine Errettung. Er hat sogar mit seinem eigenen Leben gezahlt. Er ist am Kreuz gestorben. Aber den Preis von der Nachfolge, den zahlen wir selber. Es braucht, dass wir etwas selber machen. Es ist unsere Verantwortung. Es ist auch deine Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung von unseren Eltern, von unseren Pastoren, von unseren Kollegen. Sie können uns schon helfen, aber die Schritte von der Nachfolge, die müssen wir selber machen. Und die heutige Predigt heisst, wie gesagt, mein Leben, meine Verantwortung. Und ich möchte mit euch anschauen, wie wir können auch nachhaltig, gesund und frisch bleiben in unserer Nachfolge, sodass wir auch den Fokus nicht verlieren von Gottes Plan in unserem Leben. Letzte Woche hat Pastor Ed predigt über den besseren Weg. Der bessere Weg, der verbunden ist mit der Art und Weise, auch, wie wir unsere Beziehung mit Gott führen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einfach an Jesus interessiert sein, so quasi einfach zuschauen, was er macht, und interessiert sein an seine Wunder und alles, was er für uns machen kann. Und dann auf der anderen Seite einfach wirklich hingehen zu sein, der Person von Jesus. Und auch seinen Plänen nachfolgen, unser Kreuz täglich auf uns nehmen und auch selber Glaubensschritt im Glauben machen, statt einfach zu konsumieren. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben, es ist so einfach, dass wir ein Konsument werden, auch wenn die Church anbelangt. Und hey, denk mal, was du heute gemacht hast. Du hast entweder dein Smartphone oder dein Laptop gestartet. Dank Gottes Gnade hast du den Link zu dieser Predigt oder zu dem Gottesdienst gefunden. Und jetzt bist du gerade mit in dieser Predigt. Und wir sind so dankbar für jede Person, die wir erreichen, jetzt durch Medien, die wir vielleicht nicht einmal hätten können erreichen vor ein paar Monaten. Aber es ist auch so einfach, dass wir eine Denkweise entwickeln von einem Church-Konsument, wo sich dann alles nur um uns selber dreht. Und dann werden wir wirklich auch kritisch ein Stück weit. Wir sagen Sachen wie, oh, die Worship-Lieder von heute, die sind nicht so cool gewesen, sind nicht meine Lieblingssongs gewesen. Oder die Predigt von heute ist nicht so motivierend gewesen. Oder die Moderation von heute hat mich nicht motiviert zum Aufstehen im Worship. Aber hey, Gottes Vision für dein Leben ist nicht, dass du ein Zuschauer wirst oder ein Konsument wirst, sondern dass du ein Nachfolger von seinem Sohn Jesus wirst. Und ein grosser Aspekt in dem ist, dass wir eben selber Verantwortung übernehmen für unser Leben. Egal, was das Leben auf uns wirft. Und wenn du dir anschaust, was alles Jesus erlebt hat in seinen 3 Jahren im Dienst, hey, es ist krass, was er alles gesehen hat. Leute wollten ihn umbringen nach seiner ersten Predigt. Ich glaube, meine erste Predigt war nicht unbedingt die beste, aber meine Pastoren wollten mich nicht umbringen. Ich hatte keine Angst haben um mein Leben. Dann hat es auch Leute gegeben, die Songs über ihn geschrieben haben. Es hat auch Leute gegeben, die ihn zum König machen wollten. Er ist enttäuscht worden von Leuten in seinem Kernteam. Leute in seinem Team haben nicht unbedingt immer verstanden, was er gesagt hat. Andere Leute haben ihn abgelehnt. Er ist gehasst worden von anderen Leuten. Seine Familie hat ihm teilweise auch nicht unbedingt geglaubt. Und die Bandbreite von allem, was er erlebt hat, war wirklich wild. Es war verrückt, es war unvorstellbar. Und er hat es gleich irgendwie geschafft, fokussiert zu bleiben. Er war voller Glauben, voller Vision, voller Freude für die Pläne, die Gott für sein Leben hatte. Und die Frage ist einfach, hey, wie hat es Jesus geschafft? Bis zum Schluss von seinem Leben, den Plan von Gott nachzufolgen. Und die Antwort klingt mega simpel, ist aber extrem herausfordernd. Und zwar, er hat Verantwortung übernommen für sein Leben. Er hat gewusst, wie dass er sich abgrenzen kann und auch wenn. Er hat auch gelernt, Nein zu sagen und auch Ja zu sagen. Die Not war unendlich um ihn herum. Die Leute wollten immer zu ihm gehen und mit ihm Zeit verbringen, Wunder sehen. Aber wir lesen auch, dass er sich immer wieder regelmäßig zurückgezogen hat und allein Zeit verbracht hat. Er hat seinen Ort gefunden, wo er gesagt hat, hey, da finde ich auch Erfrischung mit meinem Vater, mit Gott. Und das Geheimnis hat er auch seinem Team weitergegeben. Wir lesen in Markus 6, Vers 30 bis 32. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden.
Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Hey, du kannst nicht einfach geben und geben und geben, ohne wieder gefüllt zu werden. Irgendwann wirst du leer sein. Und ich glaube, das grösste Geschenk, das du kannst deiner Familie geben, deinem Arbeitgeber, der Church, sogar auch Gott geben, ist, dass du gesund bist. Das heisst, dass du deine gesundeste Version findest von dir selber. Und das heisst, dass du lernst, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und dass du weißt auch wo und wie, dass du kannst auftanken. Und das ist natürlich, und das bleibt auch eine Challenge für uns alle das ganze Leben lang. Ich glaube, wenn wir frisch sind, wenn unser Tank sozusagen voll ist, dann wissen wir, wie sich das anfühlt. Wir sind voller Freude, voller auch Gottes Liebe, wir geben Gottes Liebe weiter. Es ist wie ein Flow in unserem Leben. Sachen sind einfach. Aber wenn wir müde sind und gestresst und das über eine längere Zeit, irgendwann haben wir das Gefühl, hey, wir wollen einfach aufgeben. Und wir lassen den Ball fallen von unserem Leben. Jesus sagt aber in Matthäus 11, 28, wir haben es auch vor im Gebetsteil von dem Gottesdienst gehört, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich frage dich, wer ist verantwortlich für dein Leben? Wer ist verantwortlich, dass dein Tank voll ist? Wer hat Verantwortung? Jesus sagt hier, kommt zu mir. Das heisst, er macht eine Einladung. Es ist aber unsere Verantwortung. Es liegt an uns, dass wir die Schritt machen zu ihm und bei ihm auch Ruhe finden. Niemand anderes kann die Schritt für dich machen. Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst nur du machen. Und ich möchte mit euch einfach in den nächsten paar Minuten ein paar Schlüsselbereiche anschauen von unserem Leben, wo ich glaube, wir sollten probieren, die immer wieder zu füllen, sodass wir wirklich auch nachhaltig gesund können sein und voller Freude auch können sein. Und zwar, es geht um den körperlichen Bereich, emotional und dann auch geistlich. Und ich bete, und das ist auch meine Hoffnung heute, dass du wirklich kannst erkennen, was ist dein nächster Schritt. Und wenn Gott etwas zu dir sagt während dieser Predigt, dass du dann auch bereit bist, vielleicht auch etwas zu verändern in deinem Leben. Amen. Der erste Punkt heute ist der körperliche Tank. Und der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 6, 19 bis 20, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir sollen Gott mit unserem Körper auch ehren. Und das kann man natürlich überbetonen. Aber jede Person ist anders. Und jede Lebensphase ist auch anders. Und darum finde ich wichtig, dass man einfach einen Rhythmus findet im Leben, wo sich auch jeder Phase von unserem Leben kann anpassen kann. Und dass wir auch mutig sind, Sachen auszuprobieren, die wir vielleicht nicht hätten ausprobieren vor Jahren. Und dass wir auch schauen, was einem am besten passt. Und die meisten von uns denken an Sport und Essen, wenn es um den körperlichen Bereich von unserem Leben geht. Und ich vermute, gerade in den letzten 2 Monaten ist die Routine von vielen Leuten von uns wirklich auf den Kopf gestellt worden. Wir haben falsche Gewohnheiten vielleicht angefangen zu etablieren. Wir sind spät ins Bett gegangen oder wir haben spät gegessen oder vielleicht Junkfood haben wir zu uns genommen. Wir sind vielleicht wenig an die frische Luft oder wenig Sport gemacht. Und ja, ich glaube, wir sollen uns wirklich bewegen und auch ausgewogen essen. Nicht nur zum Wohl von unserem Körper, aber auch zum Wohl von unserem Geist, sodass wir nicht schwer im Geist werden, weil es hängt ja alles zusammen. Aber es gibt auch andere Themen, zum Beispiel Thema Schlaf. Ich glaube, es ist überhaupt nicht geistlich. Und es kann doch der geistlichste Ratschlag sein für dein Leben. Gang früh schlafen. Oder schlaf genug. Als ich an der Uni war, am Studieren, konnte ich vielleicht jede Nacht 5 Stunden oder weniger sogar schlafen. Und ich war am nächsten Tag immer noch einigermaßen fit gewesen. Heute geht das überhaupt nicht. Wir haben kleine Kinder daheim und manchmal muss ich wirklich auch wenig schlafen, aber meine ganze Familie spürt es dann. Oder die Leute, die mit mir arbeiten, die spüren es dann. Ich habe keine Gnade bei ein paar Sachen. Ich habe wenig Geduld. Ich bin gereizt. Und ich musste lernen, auch für diesen Bereich in meinem Leben Verantwortung übernehmen. Wenn ich Gott möchte ehren mit meinem Körper, dann muss ich mich auch um diesen Bereich kümmern. Und sogar auch dann, wenn mich etwas begeistert und ich bin am Arbeiten und ich bin voll in meiner
Zone von meinen Gaben und ich bin voll dabei und das begeistert mich und ich will länger und länger machen. Hey, ich glaube, genau dann ist der Punkt, wo ich muss sagen, ich muss jetzt ins Bett gehen. Und auch dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das und das und es gibt mega schlimme Konsequenzen. Und meistens ist das eben nicht der Fall. Ich glaube, beim Thema Schlaf geht es darum, dass wir wirklich vertrauen, dass wir das machen können, was wir nur machen können. Und beim Rest, dass wir können und sollen auch Gott vertrauen. Das war der erste Punkt, der körperliche Bereich. Der zweite Tank, den ich anschauen möchte, ist der emotionale Tank. Und das hat zu tun mit unserer Gesundheit im Kopf, mit der mentalen Gesundheit oder mit unserer Seele. Der Apostel Paulus sagt, nach vielen Jahren im Dienst, und er wahrscheinlich auch vieles gesehen hat und erlebt hat, er sagt Folgendes im 3. Johannes 1,2: Ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele jetzt gerade? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, was genau unserer Seele gut tut und was unseren emotionalen Tank auffüllt. Es kann sein, dass du Zeit zum Denken brauchst, Zeit zum Hören, Zeit zum Schreiben, Zeit zum Lesen. Was gibt dir Energie? Was genießt du, ohne das Gefühl zu haben, dass du etwas leisten musst? Ich glaube, wenn wir das nicht spezifisch wissen und sagen, genau das brauche ich, dann werden wir auch Schritt für Schritt emotional erschöpft sein. Ich liebe es zum Beispiel, mir neue Informationen anzueignen. Und das ist eine Erfrischung für mich. Ich lese Artikel gerne, neue Ideen, Podcasts. Ich verbringe auch Zeit mit Leuten, die meine Denkweise sprengen. Ich besuche gerne Seminare, in dieser Zeit natürlich Webinare. Aber weil ich manchmal so voll bin von Informationen, dann müssen die Informationen auch irgendwann loswerden. Und ich muss auch schauen, dass ich die Sachen aufschreibe oder in Gespräch mit anderen Leuten, meistens auch mit meiner Frau, dass ich die Sachen muss anhören. Und weil alles, was reinkommt, muss irgendwann auch raus. Und ich kann nicht mehr reinpumpen an Informationen, wenn ich schon voll bin. Und ich kann auch nicht mehr weitergeben, wenn ich schon leer bin. Das macht Sinn. Und es kann auch sein, dass du einfach die Kunst musst lernen zum Still sein. Still sein. Einfach still bei dir daheim für einen Moment. Dass du das Nattel auf die Seite tust oder in einem anderen Zimmer hast. Und dass du wirklich einen Schritt zurücknimmst von der Reizüberflutung, von den Apps und von den Nachrichten auf unserem Nattel. Und jedes Mal, wenn ich das mache, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, hey, es fühlt sich an wie ein Reboot in meinem Kopf. Es ist so befreiend. Hey, was auch immer das ist, was du brauchst, um deinen emotionalen Tank zu füllen. Ich möchte dich einfach einladen, ermutigen, dass du das herausfindest. Wenn du es nicht weißt, dann frag andere Leute. Probier verschiedene Sachen aus. Gang in den Wald, gang in die Natur. Lies ein Buch, trink einen Kaffee mit Freunden, aber find es raus, was auch immer das ist. Früher, wo wir noch in Aarau gewohnt haben, wir sind sehr gerne an die Aare spazieren. Jetzt leben wir in Zürich und wir gehen sehr gerne an Zürichsee spazieren. Come on. Es gibt etwas Therapeutisches für uns im Wasser, in der Natur, in der Schöpfung. Und es müssen nicht, weiss ich nicht, wie viele Stunden pro Woche sein, dass du das machst. Aber es ist besser, einen gesunden Lebensstil zu haben und regelmäßig etwas für deine Seele zu machen, als einfach von Ferien zu Ferien zu leben. Und die Tatsache ist, Church, wir sollen und wir müssen auch Sorge tragen zu unserem Körper und zu unserer Seele. Das heisst, wir können gerne einen Kaffee trinken oder ein Glas Wein trinken mit Leuten. Ich mit meiner Frau oder mit Freunden. Oder wir können auch gerne eine gute Serie schauen auf Netflix. Wir können probieren, gesund zu essen und wirklich genug früh auch ins Bett zu gehen, Sport machen. Aber wenn ich nur das mache, wenn ich nur mich um meinen Körper kümmere und um meine Seele und den dritten Tank, den geistlichen Tank vernachlässigen, dann werde ich irgendwann keine Kraft haben, um wirklich alles zu sehen und zu machen, was Gott möchte, dass ich in meinem Leben mache. Ich werde gesund sein, sicher, aber ich werde nicht geistlich wach sein und voller Glauben und Vision und Freude für die Pläne von Gott in meinem Leben. In der Sprüche 17, im Vers 22 steht, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Und das ist der dritte Tank, der geistliche Tank. Wir sind nicht nur physische Wesen, aber wir sind auch geistliche Wesen. Und manchmal, wenn wir am Rand sind von der Erschöpfung, wenn wir wirklich müde sind, dann ist es nicht einfach körperlich oder emotional. Es kann auch sein, dass wir einfach geistlich kaputt sind.
dass wir einfach geistlich müde sind. Der Paulus schreibt, dass wenn wir schwach sind, dann gibt uns Gott Kraft. Es kann sein, dass du jetzt gerade in dem Moment nur ein bisschen geistliche Kraft brauchst und das verändert wirklich deine ganze Situation. Wie kannst du deinen geistlichen Tank in deinem Leben füllen? Wir haben heute keine Zeit, ins Detail zu gehen, aber nur ein paar Sachen. Was du machen kannst, ist zum Beispiel Zeit in Gottes Wort verbringen. Zeit in der Bibel verbringen. Lieber einen Vers pro Tag als ein Kapitel jeden Monat. Lad dir die YouVersion-App auf deinem Phone. Dort findest du wirklich mega viele Übersetzungen und Lesepläne. Nimm dir eine Bibel, wenn du eine daheim hast, oder kauf dir eine. Jemand hat mir mal gesagt, hey, ich weiß nicht, was ich letzte Woche gegessen habe, aber ich weiß nur, dass das mich ernährt hat. So cool, oder? Ich glaube, wir müssen nicht den Druck haben, dass wir diese Offenbarung haben, jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen. Weil nur ein Vers pro Tag kann einen riesen Unterschied machen, um deinen geistlichen Tank zu füllen. Gebet und Worship ist auch so ein wichtiger Bereich. Einfach einen Lebensstil zu etablieren, von mit Gott reden. Ständig mit ihm in Kommunikation, in Verbindung sein. Das Wort nehmen und aussprechen über unserem Leben. Gott zu danken. Ein Lebensstil von Dankbarkeit zu haben. Das wird dein Leben verändern und den geistlichen Tank füllen. Egal wie es uns geht. Es ist immer die richtige Entscheidung, Gott anzubeten und ihm zu danken. Hey, sag Gott auch, wie es dir geht. Er ist gross genug, er kann alles handeln. Und Church ist auch so ein wichtiger Aspekt im geistlichen Tank. Wir sind nicht geschaffen worden, um allein durchs Leben zu gehen. Wir sind lebendige Steine, wir sind alle Teil von einem Körper, sagt die Bibel. Und jemand verpasst den Segen, der nur von dir kommen kann, wenn du nicht Teil bist von einer Church. Darum lass nicht zu, dass Church einfach eine weitere Option ist in deinem Leben. Einfach wie eine Beilage auf deinem Teller vom Essen. Sondern lass Church Priorität sein in deinem Leben. Und die Priorität bekommen, die sie wirklich verdient. Wenn du Teil bist von Enchurchalive, hey, mach den Sonntag, die Online-Gottesdienste zur Priorität. Sei live dabei, wenn das möglich ist. Mach mit im Chat auf YouTube. Und ich weiss, die Gottesdienste, die bleiben auch auf YouTube später und das hilft, wenn du manchmal am Sonntag arbeiten musst. Aber wenn wir nicht die Gewohnheit weiterführen, von am Sonntag immer wieder zusammenzukommen als Church, dann werden wir irgendwann wirklich ein Konsumverhalten gegenüber Church entwickeln. Und dann werden wir das Sagen oder das Versprechen von Gott verpassen, das sagt, dass wir werden wachsen und gedeihen und aufblühen, wenn wir uns pflanzen in seinem Haus. Und wenn wir wirklich die Gewohnheit haben, um zusammenzukommen. Und der letzte Punkt ist auch Dienen im geistlichen Tank. Das gehört auch dazu. Und einige von uns, und jetzt rede ich vor allem zu den Leuten, die Teil von Enchurchalive sind. Einige von uns sind Teil von einem Team bei der Church. Und wir machen die Sachen am Sonntag möglich, dass die Gottesdienste und unsere Events wirklich stattfinden können. Und vieles von dem fällt jetzt gerade in dieser Zeit weg, natürlich. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass der Christentum nicht da ist, zum konsumiert zu werden, sondern zum gelebt zu werden. Und ich möchte dich herausfordern, dass du deinen geistlichen Tank auch durch das Dienen füllst. Hey, du bist immer noch ein Christ. Du hast immer noch Gaben. Du hast immer noch eine Berufung für dein Leben. Das hat sich nicht verändert. Also, wie kannst du einen Beitrag leisten in deiner Gesellschaft, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinen Kollegen, in deiner Church, in deiner Connect Group? Unser Glaube muss gelebt werden. Es darf nicht passiv sein. Auch wenn wir uns online treffen, wir sind immer noch in unserer Gesellschaft. Wir sind immer noch am Arbeitsplatz. Wir sind immer noch in der Schule. Wir sind immer noch in unserer Nachbarschaft. Und wir haben immer noch die beste Message, die die Welt braucht. Und das ist Jesus, der in uns wohnt, in uns lebt. Jesus lebt in dir. Und die Message muss auch die Welt hören. Was heißt das konkret für dich? Wie kannst du deinen Glauben aktivieren, sodass er nicht verrostet in dieser Zeit? Wie kannst du ein Segen sein für andere Leute in deinem Umfeld? Du kannst immer noch in dieser Zeit dienen. Und wenn du Ideen brauchst, hey, nimm Kontakt mit uns. Und es kann auch sein, dass du vielleicht jetzt gerade denkst, oh, wow, das ist mega viel jetzt, was ich machen soll, um meinen geistlichen Tank zu füllen. Aber es ist nicht mehr. Es ist nicht unbedingt mehr. Sondern es ist einfach mehr von den wichtigen Sachen und weniger von den unwichtigen Sachen in unserem Leben. Mein Leben, meine Verantwortung. Dein Leben ist deine Verantwortung.
Nur wir können Verantwortung über unser Leben übernehmen. Im körperlichen, im emotionalen und auch im geistlichen Bereich von unserem Leben. Und meine Frage an dich am Schluss von dieser Message ist, wo stehst du gerade in diesem Bereich? Und nur du kannst diese Frage beantworten. Und wenn du sagst, hey, es geht mir gut, ich bin gut unterwegs, say, praise the Lord, dank Gott für das und hilf auch anderen Leuten auf dem Weg. Aber wenn du da bist heute und du sagst, hey Werner, ich merke irgendwie, meine Tanks sind fast leer oder halb leer und jedes Gespräch ist zu viel, jeder Gottesdienst ist zu viel, jedes SMS ist zu viel, ich funktioniere einfach und ich fahre durchs Leben durch wie im Tempomat, es läuft alles irgendwie automatisch, aber innerlich bin ich müde, bin ich erschöpft, ich bin fast am Schreien innerlich. Ich lade dich ein, dass du heute eine Entscheidung triffst, dass du etwas bewusst möchtest verändern in deinem Leben. Und dass du auch akzeptierst, dass dein Leben wirklich deine Verantwortung ist, dass du verantwortlich bist, auch gesund in deiner Nachfolge zu bleiben, weil du auch die Fülle vom Leben möchtest sehen, wo Jesus uns verspricht. Und hey, wenn du Hilfe brauchst, dann red mit einem guten Freund, red mit deinem Leiter oder mit deiner Leiterin, kontaktiere uns auch. Und ich möchte gerne auch für dich beten am Schluss von dieser Predigt. Und ich glaube, dass wirklich unser Gebet ein Kickstart kann sein, etwas kann starten, ein Prozess kann starten in dir. Es werden nicht alle Sachen gelöst werden mit einem Gebet, aber es kann etwas in dir starten. Und wenn du möchtest, ich lade dich ein, dass du mit mir mitbetest, dort wo du bist. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns so kreiert hast, dass wir einen Körper haben, dass wir eine Seele haben, dass wir einen Geist haben. Und danke, dass es auch unsere Verantwortung ist, dass wir Sorge tragen zu dem. Danke, dass das nicht aus unserer Kraft kommt, sondern dass du uns die Kraft gibst. Danke, dass du uns möchtest zeigen, wie schön und wie stark, wie groß das deine Pläne sind für unser Leben. Und dass es so wichtig ist, dass wir gesund bleiben, zum nachhaltig zu bleiben und langfristig auch im Glauben zu bleiben und zu sehen, die Fülle von dem, was du möchtest, dass wir sehen. Und ich bete jetzt gerade auch für die Leute, die vielleicht jetzt gerade durch eine Zeit gehen, wo sie sagen, hey, ich bin erschöpft, dass deine übernatürliche Kraft kommt, egal in welchem Bereich, im körperlichen, im emotionalen, im geistlichen. Und dass du wirklich die Leute heilst und diesen Leuten einfach das gibst, was sie jetzt gerade in dem Moment brauchen. Und dass sie merken, dass es eine Kraft gibt, die nur von dir kommen kann. Und dass diese Kraft auch andere Bereiche von unserem Leben kann beeinflussen kann. Und ich preise dich, Herr, und in deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Und wir haben jetzt noch ein Lied von unserem Team und dann komme ich wieder mit dem letzten Teil der Predigt. För det var med Leben geschenkt, vor mir ist daheim hergegangen. Der hat überfahren ist groß, sing ich für immer. För det var med Leben geschenkt, vor mir ist daheim hergegangen. Der hat überfahren ist groß, sing ich för immer.
Hey, alles, was wir heute gehört haben, macht nur Sinn, wenn Jesus das Fundament ist. Wenn Jesus im Zentrum von unserem Leben ist. Und er hat alles für uns gegeben. Er hat alles für dich gegeben. Er hat mit seinem Leben gezahlt, weil er uns liebt. Und zwar ohne Bedingungen. Und er hat auch den Tod besiegt, sodass du und ich auch das ewige Leben können empfangen. Und dass wir in dieser Kraft von der Auferstehung können leben. Wer auch immer seinen Namen ruft, der wird gerettet werden. Und es kommt nicht darauf an, von wo du kommst, wie du aussiehst, was du für eine Vergangenheit hast, wie schlecht dass du denkst, dass du bist oder wie gut dass du denkst, dass du bist. Wer seinen Namen ruft, der wird gerettet werden. Er gehört uns und er vergibt uns und er macht uns neu. Und wir sind nur ein Gebet von ihm entfernt. Darum ist meine Frage am Schluss von dieser Predigt heute: Wie stehst du in deiner Beziehung mit Jesus? Und vielleicht bist du schon mal mit Jesus unterwegs gewesen vor Jahren und es sind Sachen in deinem Leben passiert und du bist vom Weg abgedriftet oder vielleicht bist du müde geworden in deinem Glauben, vielleicht bist du erschöpft vom Glauben und du hast gedacht, hey, ich gebe einfach auf. Aber Gott spricht jetzt zu dir gerade und sagt, hey, komm zurück zu mir. Oder du möchtest zum ersten Mal eine klare Entscheidung für Jesus machen und einfach seine Gnade und seine Liebe wirklich anzunehmen. Und ich möchte ein simples, aber ein kraftvolles Gebet aussprechen, machen mit dir. Und wenn du möchtest wirklich Jesus in deinem Leben annehmen, dann lade ich dich ein, dass du mit mir mitbetest, wenn du den Glaubensschritt möchtest machen. Jesus, ich komme vor dir heute und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Danke, dass du mir vergisst. Und ich öffne mein Leben und ich bitte, dass du reinkommst. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Und im Namen von Jesus bete ich. Amen. Amen. Hey, so gut. Wenn du das Gebet mitbetet hast oder du möchtest mehr über den Glauben wissen, dann kontaktiere uns via Webseite. Wir würden dir gerne ein Geschenk schicken und auch dir helfen in deinen ersten Schritt im Glauben. Dann wünsche ich euch Gottes Segen und jetzt kommen Pastor Ed und Annette mit dem nächsten Teil. So gut. Danke vielmals, Werner, für diese starke Message. Wie kannst du mit uns in Kontakt bleiben? Es gibt ein Online-Formular, das du ausfüllen kannst und dann können wir dir alle Informationen, die du brauchst, schicken. Etwas anderes, die vielleicht interessant ist für dich, ist, wir haben Connect Groups. Das sind kleinere Gruppen, die momentan online sich treffen. Und wir sollten nicht durch das Leben gehen allein. Wir brauchen Leute, die uns ermutigen, stärken mega wichtig. und ermutigen wirklich in unserem Glaubensleben. Und etwas Neues, die wir tun, ist, wir haben diesen Message-Teil von unserem Gottesdienst jetzt auf Englisch und Spanisch. Und so du kannst das auch finden auf unserem YouTube-Kanal. Und am Schluss gibt es einen Videogruß. Ein Freund von uns, David Togni, er leitet diesen Dienst, Love Your Neighbor, hat ein Grußwort für uns als Church. Und so, das hören wir jetzt. So, wir wünschen euch noch eine gute Woche, einen schönen Sonntag natürlich zuerst. Genießt es und Gottes Frieden und Segen mit euch. bis bald. Ciao zusammen. Tschüss. Liebe Enchurchalive, hey, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich bei euch war. Ich muss wirklich sagen, es ist selten, bin ich noch an mit so vielen dienenden Herzen. So fröhlich bin ich empfangen worden, so dienende Herzen den ganzen Tag überall. Ich habe gefragt, brauchst du noch irgendetwas, braucht ihr noch etwas als ganzes Team? Wir haben als Einheit geschaut, unglaublich, als eine grosse Familie sind wir sehr, sehr gut, wirklich bleiben im Herzen. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich nachher im Team noch ein Memo gemacht habe und erzählt habe, was ich bei euch erlebt habe. Danke vielmals für die Herzen, die ihr habt, die ihr rauslebt, die Liebe, die ihr rauslebt. Dass ihr die richtige Liebe für unseren Vater im Himmel wirklich raustragt. Und es ist eine Freude. Und ich wünsche euch in diesen Zeiten, dass ihr wirklich einen Moment erlebt, wo euer Herz aufgeht, wo ihr einen Moment vom Frieden empfangen dürft, egal in welchen Situationen. Weil ich glaube, heute hat es da wahrscheinlich Leute da, die vielleicht auch als Unternehmen haben, die andere Herausforderungen haben, jetzt vielleicht wie jemand, der einfach angestellt ist, absolut, oder vielleicht auch genau als Angestellter, der kann sagen, hey, jetzt möchte ich einen Unterschied machen, genau jetzt möchte ich meinem Chef extra Meilen schenken, ohne Überzeit aufschreiben oder whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Kraft, große Gunst und nicht vergessen, aus Asche kann er Gold machen. Die Frage ist, geben wir die Asche unserem Vater im Himmel. Und das wünsche ich dir.
Und ich segne dich mit Psalm 91, mit diesem wunderbaren Schutztag für unseren Vater im Himmel, mit großer Gunst, mit tiefem Frieden und vor allem einfach eine große Zuversicht, dass alles gut kommt. Und wenn es noch nicht gut ist, darfst du wissen, du bist noch nicht am Schluss. Und das stimmt nämlich genau dann, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Big blessings. Tschüss miteinander.